Für mich ist eben einfach das Kunstwerk, also das Bild, die Malerei, die Grafik, die Fotografie, das ist das Wichtigste, ne? Also, das soll eigentlich nur eine, wie hat mal 'n Freund von mir gesagt: „Ein Gewand für ein Bild“, ja? So soll das eigentlich sein, ne? Also, es soll das unterstützen, soll es nicht erschlagen oder irgendwie künstlich aufpeppen. Das wollen natürlich auch viele, die wollen dann, gibt so 'n Spruch: „Passepartout macht Kunst im Nu.“ Und Passepartout macht natürlich immer 'ne Menge aus, weil der 'n bisschen das fokussiert auf das Bild. Hat natürlich auch, konservatorische Aspekte, ne? Die spielen ja auch 'ne Rolle, ne? Und das ist ja auch 'n ganz wichtiger Aspekt bei uns, dass wir konservatorisch rahmen. Also, bei uns wird nur mit hochwertigsten Materialien gearbeitet, die also alterungsbeständig sind. In den letzten Jahren sehr viel eben mit diesen Museumsgläsern, die 'n hohen UV-Schutz haben und entspiegelt sind. Und, ja, das ist schon, hat sich natürlich eine Menge getan auf dem Markt auch, ne? Also, mit den Materialien, wenn man dann so alte Bilder mal kriegt und die ausrahmt und umrahmt, dann sieht man, was für billiges Zeug da eigentlich benutzt wurde früher, ne? Ja, am Anfang steht die Beratung, man muss ja erst mal was verkaufen, bevor man was machen kann, ne? Also, wir arbeiten überwiegend, bauen wir Holzrahmen, ja. Das ist ja, also, was du hier im Hintergrund siehst, die verschiedensten Leistenprofile in verschiedenen Holzarten, also Eiche, Ahorn, Buche, Kiefer, Erle, Nussbaum, ja, je nachdem, was, damit passieren soll. Und dann werden die später lasiert, gebeizt, geölt. Das passiert alles hier. Der Rahmen an sich, der Holzrahmen, der wird in der Tischlerei gebaut, richtig Tischlerarbeit mit geschnitzten Ecken und so weiter. Also, wir haben nichts hier, was irgendwie, wurde so eine, wie ja manche arbeiten, die haben eben so fertige Stangen, die werden dann einfach zugeschnitten, dann geklammert irgendwie und fertig. Also, bei uns ist das wirklich richtiges Handwerk. Es ist ja eben das Tolle auch hier an dem Beruf, dass man eben doch sehr fern von diesem Digitalen ist, ne? Also, man hat hier alles in der Hand, von der Beratung, von der Arbeit mit den Kunden bis dann zur Umsetzung, bis zur Abholung, dass die sich freuen über die gelungene Arbeit und zufrieden sind. Und wir hatten wirklich, ich habe schon 'n Kunden hier, der hat richtig geweint, ja, vor Glück. Er konnte es nicht fassen, dass seine Bilder so toll aussahen, nachdem sie gerahmt waren. Und das ist natürlich wirklich sehr rührend, so 'ne Momente, ja. Das ist schon, ne, ist wirklich 'n spannender Beruf. Mein bester Mitarbeiter, der liegt ja jetzt leider im Krankenhaus und ich weiß nicht, ob er überhaupt wieder irgendwann arbeitsfähig ist, ne? Das ist eben sehr traurig, weil der also wirklich ein unglaubliches ästhetisches Gespür hatte. Also, kommt selber auch aus der Kunst und der hat wirklich super Beratung gemacht hier, ne? Das ist 'n herber Verlust, muss ich sagen. Ansonsten habe ich jetzt noch 'ne Mitarbeiterin, die aus dem digitalen Bereich kommt, eigentlich so aus der Grafik und keine Lust mehr hatte auf diese digitale Geschichte, was ja auch verständlich und nachvollziehbar ist. Und, ja, ansonsten ist jetzt im Moment ein bisschen, Schicht im Schacht, ne? Also, deshalb muss ich mal gucken, entweder eine Annonce schalten oder mal gucken, wer Interesse hat, so was weiterzumachen, ne? Weil mein Interesse ist ja auch, dass ich irgendjemanden finde, der langfristig den Laden weiterführt, so in meinem Sinne, ne? Also, für jemanden, der sich so selbstständig machen will, da ist das eine tolle Gelegenheit.